Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Starten wir dieses Video mit einer kleinen Anekdote. Ich hatte euch ja gesagt, dass wir Familienbesuch haben. Ich kann ein bisschen konkreter sein. Meine Schwägerin ist uns besuchen. Und gestern Abend, als wir zusammensaßen, fragte sie mich gestern, wie kannst du eigentlich jeden Tag ein Video über Real Madrid machen? Die spielen doch nicht jeden Tag. Ja. Meine Antwort ist relativ egal. Und warum wird das zur Anekdote? Die letzten 2 Stunden, bevor meine Schwägerin mich das gefragt hat, war ich in meinem Kopf am Durchgehen, wie ich es schaffen kann, in den nächsten Wochen 2 Videos am Tag zu machen. Denn was bei Real Madrid gerade abgeht, ist absolut verrückt. Es gibt noch Themen über Themen, die ich mit euch durchgehen möchte. Unter anderem 2 Themen zu Jude Bellingham. Eine Ansage, die er bekommen haben soll vom Vorstand von Real Madrid und einige Informationen zu seiner Schulter-OP, die kommen soll. Dann möchte ich natürlich mit euch darüber reden, die Information, die das AS gestern gesagt hat und auch noch eine andere Quelle, nämlich, dass Florentino Perez diesen Sommer noch einen Galactico holen möchte, der über 100 Millionen Euro kosten soll. Da sind inzwischen auch schon einige Namen gefallen, wie Florian Wirtz, wie Enzo Fernandez, William Saliba etc. Letztes Jahr hat er Kylian Mbappé geholt, davor das Jahr Jude Bellingham und dieses Jahr möchte Florentino Perez wieder einen Galactico nach Madrid holen. Also ein hochinteressantes Thema. Aber dann gibt es noch mehr Themen zu André Lunin, Lucas Vázquez, Carlo Ancelotti etc. pp. Und ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren lassen, über welche Themen davon ich morgen in dem Video was erzählen soll. Denn ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Ja, heute unterhalten wir uns über 2 Themen. Das eine ist brandaktuell. Ich war gestern eigentlich schon dabei, mich bettfertig zu machen. Auf einmal ploppten alle Informationsseiten auf. Real Madrid möchte Nico Williams. Der Flügelstürmer von Athletic Bilbao, der bei der EM für Furore gesorgt hat, der letztes Jahr sehr stark mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde, aber auch mit Arsenal, Chelsea, City etc. Die großen Vereine dieser Welt waren an ihm dran. Und Real Madrid sieht Nico Williams als Chance an des Marktes, die sie sich nicht entgehen lassen wollen. Und das berichten sowohl der Marca als auch La Coppe. Ich habe beide Videos für euch. Darüber müssen wir uns natürlich unterhalten. Und dann unterhalten wir uns auch noch über unseren Trainer Carlo Ancelotti, denn der kriegt das, was er verdient. Also, es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir mit dem etwas emotionaleren Kapitel dieses Videos an, und zwar Carlo Ancelotti. Und eine Sache möchte ich von Anfang an nochmal klarstellen. Ich war diese Saison sehr, sehr kritisch mit dem Italiener. Ich bin der Meinung, und da bleibe ich auch bei, die Zeit von Carlo Ancelotti bei Real Madrid ist zu Recht abgelaufen. Er erreicht die Mannschaft nicht mehr. Diese Mannschaft braucht einen neuen Impuls, braucht nicht mehr einen Kabinentrainer, wie ich einen Carlo Ancelotti immer bezeichne, einen Papa etc., der die Spieler machen lässt. Ich glaube, diese Mannschaft braucht jetzt einen Taktiktrainer, jemanden, der mit dieser Mannschaft wirklich arbeitet und sie auf den Fußball, der 2025 gespielt werden muss, vorbereitet. Das ändert aber nichts daran, dass Carlo Ancelotti der perfekte Trainer für Real Madrid in den letzten Jahren war. Das ändert nichts daran, dass Carlo Ancelotti der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Real Madrid ist. 123 Jahre ist Real Madrid alt und Carlo Ancelotti ist der Trainer mit den meisten Titeln. 15 Titel. Darunter die 3 wohl epischsten Champions League, die ich erlebt habe. La Décima, die 10., nachdem Madrid jahrelang darauf gewartet hat. Ich werde das Tor von Sergio Ramos im Finale nie vergessen. Und alleine dafür ist Carlo Ancelotti schon eine Legende. Aber die 14., die wir geholt haben, die Champions League der Aufholjagden,
wo wir gegen Chelsea, gegen Paris, gegen Manchester City und im Finale gegen Liverpool unglaubliche Leistungen vollbracht haben. Die epischste Champions League, an die ich mich jemals erinnern werde. Ich glaube auch, das wird niemals eine Mannschaft wieder hinkriegen wie Madrid in dieser Saison. Und auch die 15., wo andere Mannschaften uns auch vom Papier her klar überlegen waren, wo wir quasi jeden Verteidiger verletzt hatten, ohne Courtois, ohne Militao, ohne Alaba. Es ist unglaublich, was Carlo Ancelotti da geleistet hat. Ja, und deshalb verabschiede ich mich natürlich mit einem lachenden Auge. Ich freue mich auf die Zukunft unter Xabi Alonso. Ich bin so heiß darauf. Also ich habe richtig Freude. Auf der anderen Seite habe ich auch ein weinendes Auge, denn ich werde Carlo Ancelotti ewig dankbar sein. Und ich bin nicht der Einzige. Real Madrid sieht das genauso. Und wir lesen uns mal kurz den Artikel durch, den die Marca zu unserem Trainer gebracht hat. Ancelotti bekommt seinen großen Tag. Die Fans bereiten sich auf einen besonderen Empfang und die Grada-Fans auf einen emotionalen Abschied am Samstag vor. Der Verein wird seinen 15 Titel auf das Spielfeld bringen. Einzelheiten einer Ehrung. Am Samstag werden wir Zeuge von Carlos Ancelottis letztem Tanz als Trainer von Real Madrid. Es wird nicht einfach nur ein weiterer Abschied eines weiteren Trainers in einer endlosen Liste derer sein, die im Laufe der erfolgreichen Geschichte des Bernabéus durch das Stadion gegangen sind. Er ist, die Zahlen lügen nicht, der beste Trainer in der 123-jährigen Geschichte des Vereins. Der Trainer der 15 Titeln, der mit den 3 epischen und unwiederholbaren Champions, 10., 14. und 15. Der Mann, der das Klischee, dass Fortsetzungen nie gut sind, für immer zerstört hat. Ja, und dann geht der Artikel auch noch weiter, wo die über die Erfolge etc. noch weiter reden. Aber wie dem auch sei, diese Information wollte ich euch weitergeben. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich war sehr kritisch mit dem Italiener. Das ändert aber trotzdem nichts am Legendenstatus. Wenn eine Statue vor dem Bernabéu gebaut werden sollte, wäre Carlo Ancelotti definitiv einer der Kandidaten. Ja, und ein Trainer, der wahrscheinlich am liebsten auch irgendwann mal eine Statue vor dem Santiago Bernabéu hätte, ist Xabi Alonso. Wir wissen alle, sein neues Projekt kommt. Real Madrid versucht mit diesem neuen Projekt so erfolgreich wie möglich zu sein, aber vor allem auch so schnell wie möglich erfolgreich zu sein. Denn die Club-WM, die in 3 Wochen etc. knapp startet, ist für Real Madrid unendlich wichtig. Real Madrid möchte der erste Weltmeister in der Welt des Vereinsfußballs sein. Und dafür rüstet Real Madrid gehörig auf. Wir wissen alle schon, Xabi Alonso kommt, Trent Alexander-Arnold kommt, Dean Huijsen ist ja schon offiziell, Alvaro Carreras etc. Das sind alles Spieler, die Xabi Alonso schon zur Verfügung gestellt wurden. Aber laut Marca und auch laut Onda Cero sind das nicht die einzigen Spieler. Denn eventuell vor der Club-WM, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, soll Nico Williams kommen. Und wenn ihr genauso skeptisch wie ich seid, hört euch an, was der Marca gesagt hat. Der Name Nico Williams ist in der Sportstadt Valdebebas in letzter Zeit sehr stark ins Gespräch gekommen, so wie ihr es hört. Der Flügelspieler von Athletic ist ein sehr interessanter Spieler für Real Madrid, der derzeit seine Verpflichtung in Erwägung zieht. Es wäre ein Transfer, der keineswegs abwegig und relativ unkompliziert wäre. Es würde einfach darin bestehen, die Ausstiegsklausel zu bezahlen, die nach der letzten Vertragsverlängerung des Spielers mit Athletic Bilbao auf 56 Millionen Euro festgelegt wurde. Und im Moment befindet sich dieser Transfer in der Prüfungsphase bei Real Madrid. Sie betrachten ihn als eine Marktchance, die man nicht ignorieren kann. Ein Fußballer, der den Kader verstärken, ihm Tiefe verleihen und medial wie auf dem nationalen Markt ein Ausrufezeichen setzen würde. Ein Markt, der derzeit vom FC Barcelona durch Lamine Yamal dominiert wird. Die Anwesenheit von Nico Williams bei Real Madrid wäre ein sehr wichtiger Impuls für die Königlichen, die unter Xabi Alonso nach einem neuen Projekt mit neuen Spielern suchen, um den Kader zu verjüngen. Und im Moment passt der Name Nico perfekt zu dem, was Real Madrid für die nächste Saison will. Wir betonen, der Transfer befindet sich derzeit noch in der Prüfungsphase. Aber sein Name wird in der Sportstadt von Real Madrid immer lauter gehandelt.
Sein Preis werden die 56 Millionen Euro beträgt die Ausstiegsklausel, die in den Büros von Athletic Bilbao bezahlt werden müsste. Ja, und wer Real Madrid im Laufe der letzten Jahre kennt, der weiß, dass es bei Real Madrid in der Kategorie Transfers immer diese berühmte Transfermarktchance gibt. Dieser Transfer, der zu gut ist, um ihn nicht zu machen. In die Kategorie fiel auch ein Eduardo Camavinga, der war gerade gar nicht so groß geplant, aber das war eine Marktchance, die sich Real Madrid nicht entgehen lassen konnte. Und in diese Kategorie fällt ein Nico Williams. Real Madrid ist der Meinung, ein so talentierter Spieler, ein Spanier, ihr seht, Real Madrid versucht Real Madrid immer spanischer zu machen, das sehen wir ja an den aktuellen Transfers. Real Madrid denkt, dass für so einen Flügelstürmer 58 oder 56 Millionen einfach ein Schnapper sind, den Real Madrid sich nicht entgehen lassen kann. Ich war total überrascht und dachte, Marca liegt nicht immer richtig, aber etwas später hat Onda Cero im Radio nochmal hinterhergehauen. Hören wir uns das auch nochmal an. Auf diese Weise sicherst du dir einen guten Fußballspieler, falls er den Transfer macht. Du nimmst ihn Barcelona weg, das meiner Meinung nach mit Rafinha vielleicht gar nicht mehr an ihm interessiert war, wie letzte Saison, als er derjenige sein sollte, der im Bedarfsfall links spielt, aber wirtschaftlich konnten sie es sich damals nicht leisten. Du nimmst ihn sogar potenziellen Champions-League-Rivalen weg. Die ganze Saison hörte man, dass er in die Premier League oder zu einem großen Verein wechseln könnte. Außerdem gewinnst du natürlich einen wichtigen Fußballspieler hinzu. Sogar dem Barca nimmst du mit Blick auf die Zukunft eine mögliche, eine Geschichte, nennen wir es so, ja, ein Lamine-Nico-Williams-Duo, das meiner Meinung nach für das Team, das es schafft, die beiden zusammenzubringen, sehr wertvoll wäre. Auf diese Weise stellst du sicher, dass Madrid in diesem Fall einen guten Fußballspieler im Kader hätte. Und so sehr ist das der Fall, dass Madrid laut unseren Informationen sogar in Erwägung zieht, das Ganze zu beschleunigen, um bereits bei der Clubweltmeisterschaft dabei zu sein. Die Clubweltmeisterschaft hat sich in den Kopf von Florentino Perez gesetzt. Er setzt alles daran voranzukommen, mit dem Trainerwechsel beginnend. Die Verpflichtungen von Huijsen und diesen anderen Spielern, die jetzt im Gespräch sind, will er schon jetzt im Team haben, denn es ist sein fester Vorsatz, wegen des finanziellen Gewinns und der Möglichkeit, der erste Weltmeister zu werden. Ja, und wenn die wohl zwei größten spanischen Nachrichtenagenturen beide das Gleiche sagen, von unterschiedlichen Quellen, beide sagen, Real Madrid möchte Nico Williams. Laut Onda Cero geht es auch ein bisschen in die Taktik, dass sie quasi Barca einen auswischen oder auch darauf, dass sie keinen anderen Champions-League-Kandidaten noch stärker machen wollen für so wenig Geld. Also die denken sich wahrscheinlich, ein Arsenal, ein Chelsea, ein City, was auch immer, die sollen nicht für 56 Millionen Euro einen absoluten Weltklasse linken Flügelspieler haben, der natürlich auch über rechts spielen kann, etc. pp. Das ist auf der einen Seite die Taktik. Und auf der anderen Seite gönnen die dem FC Barcelona nicht diese Doppelzange Lamine Yamal, Nico Williams. Damit hätten sie in Spanien so viel Publikum gewonnen. Die Kinder, die in die Schule gehen, die würden natürlich Williams und Yamal zusammen so feiern, dass eine neue Generation an Barca-Fans heranwachsen würde. Das möchte natürlich Real Madrid auch nicht. Ja, und das sind all die Punkte, die dahin spielen, dass Nico Williams anscheinend tatsächlich auf der Agenda von Real Madrid ist. Und ganz ehrlich, als ich die Nachricht zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, niemals! Wir haben schon Vini, wir haben schon Kylian Mbappé, wir haben schon Rodrigo. Und er passt auch nicht in die Kategorie Galactico, der über 100 Millionen kostet, der ja auch noch kommen soll. Ich dachte, so viele Spieler können wir ja gar nicht bekommen. Aber wenn man die Informationen so sich anhört, Spanier, jung, relativ günstig für seine Klasse, spanisches Publikum, du schwächst internationale Gegner, muss ich sagen, die Argumente ergeben schon mal Sinn. Jetzt ist die Frage, ist da was dran? Oder streut das Camp Nico Williams selber, weil sie einen neuen Vertrag bei Athletic Bilbao haben wollen, weil sie sich nochmal interessant machen wollen für andere Mannschaften? Das muss jeder für euch selber entscheiden. Ja, wie dem auch sei, das sind die aktuellen Infos
in der Welt von Real Madrid. Es kommen noch etliche dazu. Also, geht bitte in die Kommentare und schreibt, über was ich morgen ein Video machen soll. Vielleicht gibt es auch 2. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video, followen etc. pp. Wir sehen uns morgen wieder mit den nächsten Themen. Bis dahin.